Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einem Tutorial-Video von Feescreen Sim. In diesem Tutorial-Video wollen wir uns die Funktionsweise des Removers einmal genauer anschauen. Der Remover ist dafür da, um Bauteile, also genauer gesagt Payloads, die wir auch transportieren können, aus der Anlage wieder zu entfernen an bestimmten Punkten. Und für dieses Tutorial setze ich mir zunächst einmal einen Boden ein. Also ich wähle aus unserem Objektkatalog das Floor-Element, das unseren Boden darstellt. Habe jetzt bereits Werte noch angegeben, also x 500 und y 500 und 1 Meter in der Höhe und belasse es gleich mal da und füge einen Boden dieser Größe ein. Als nächstes suchen wir uns den Remover aus unserem Bausteinkatalog und fügen auch einen Remover ein. Und da sieht man, der Remover wird optisch dargestellt eben durch einen Kasten und darin ein X, was darstellt, dass eben dieses Ding ein Remover ist. Und dieser Remover kann dieser Remover kann eben mit Bauteilen, die in seinem Bereich eben drin sind, dann eben arbeiten. Wir können uns die Funktionsweise auch gleich einmal anschauen. Also ich füge jetzt einfach mal so ein Payload ein. Und dieses Payload in dem Augenblick, wo es diesen Remover berührt, wird eben dann aus der Anlage rausgelöscht. Und ich kann diesen Remover eben an diesen Stellen, wo ich Bauteile automatisch bei Berührung entfernen möchte, einfach anbringen und somit werden diese entfernt. Der Remover bietet aber noch eine zusätzliche Möglichkeit, und zwar ich kann den auch noch mit einem Signal verbinden. Aus diesem Grund baue ich mir jetzt hier an der Seite mal einen Button hin. Halt, keinen Bumper, Entschuldigung, ich möchte einen Button haben. Entschuldigung, und kann eben dann diesen Remover mit diesem Button verbinden. Also ich finde unter den Logic und kann dann mit dem Logic Assigner eben hergehen und sagen, okay, verbinde mir eben diesen Button, den ich habe, mit meinem Remover. Also der Remover besitzt eben die Möglichkeit, ein Signal aufzunehmen, sei es nun ein internes Signal oder ein Signal von einer Steuerung. Und ich kann eben über den Connector jetzt diesen Button mit diesem Remover verbinden. Und wenn ich die Eigenschaften meines Removers hier anschaue, bekomme ich hier oben eben die Möglichkeit, den Modus umzuschalten, wie dieser Remover funktionieren soll. Zum einen ist eben die Standardeinstellung immer entfernen, wenn eine Berührung stattfindet. Die zweite Möglichkeit ist eben nur, wenn ein Signal anliegt, entfernen. Und wenn ich jetzt eben einen neuen Payload einfüge, dann sehen wir, dass dieser Payload erst einmal zum Liegen kommt und in diesem Bereich stehen bleibt. Und erst wenn ich eben ein Signal bekomme, dann wird dieses Bauteil aus der Anlage entfernt. Es spielt dabei keine Rolle, wie viele Bauteile sich in diesem Remover befinden. Man sieht aber genau jetzt mit diesem Beispiel, ich habe jetzt mal 4 so Klötze übereinander und es sind jetzt eben 3 Bauteile in diesem Bereich drin und genau diese 3 Bauteile werden entfernt. Das 4. Bauteil wird erst entfernt, wenn es diesen Remover dann berührt, weil einfach dieses Signal noch anliegt. Wir können dieses Beispiel noch ein bisschen erweitern und machen das Ganze noch einmal. Wir fügen uns ein paar Klötze ein, die dann da drin zu liegen kommen. Und wir sehen, jetzt sind eben manche in diesem Bereich drin und manche nicht. Und wenn ich eben diesen Remover einschalte oder ausschalte, entferne ich ganz einfach Bauteile aus der Anlage. Und das war es eigentlich schon wieder mit unserem Bauteil Remover oder aus unserem Objektkatalog. Und ich hoffe, dass es für Sie verständlich war und würde mich freuen, wenn Sie weitere Videos anschauen oder uns eine kurze Rückmeldung geben, was Sie von solchen Videos halten.